Hallo! Hallo. Schönen guten Tag. Wir sind's, Pitted Studio TV, mit einer neuen Sendung. Hier auf YouTube. Mit Jenny und Björn. Schweine im Weltall. Nein, was haben wir heute für ein Thema? Wir sind Entwickler und machen Computerspiele und haben jetzt entwickeln Sachen. Wenn du Schweine im Weltall sagst, muss ich an diese Schweine da denken. Da muss ich Schweine denken, ne? Komisch, ne? Ey, wir konnten nicht anders. Das ist so bescheuert. Kennt ihr die Dinger? Ja. Das ist Pickedick und das ist Frederik. Ne? Gab mal so eine Kindersendung, die hießen so ähnlich, weißt du schon irgendwie. Den kann man irgendwie auf die Fresse hauen und dann kennt er bestimmt, ne? Ja, das ist. Ja, ist okay. Komm, so, ne? Worauf entwickeln wir denn? Auf dem Computer. PC. Personal Computer heißt das doch, oder? Das ja. Ist doch PC, ne? Mhm. Mein Gott, lange ist her, dass wir das erste Mal gesagt haben. Okay, ich komme irgendwie nicht klar. Warum, was ist denn die Frage? Die Frage ist, ob es auch Konsolenversionen irgendwann gibt oder ob wir PC-only entwickeln oder was, ne? Genau, also diese Frage. Ne? Ja. Wir sind ein bisschen erkältet, deswegen sind wir ein bisschen durch. Es tut uns auch wirklich leid, aber wir versuchen das hier durchzuziehen. Also, die Frage kam wirklich oft. Ja. Und obwohl wir sie auch schon mehrfach beantwortet haben, uns zum Beispiel in die FAQ aufgenommen haben, auf dem Discord-Server, kommt die Frage trotzdem immer wieder. Ja. Und zwar so oft, dass wir uns gedacht haben, wir machen das so einfach eine eigene Folge, dann seht ihr das vielleicht sofort und denkt, ach, so ist das. Deswegen haben wir eine Folge gemacht, die heißt PC Only or More. Und da werden wir die ganzen Sachen mal abhandeln, die rund um, was gibt's denn noch, außer wir entwickeln auf dem PC, so gibt zum Spiel. Also, erstens, für den PC zu entwickeln bedeutet, dass man das Spiel erst einmal in digitaler Form auf den Markt bringen kann. Warum? Weil das schnellste und einfachste ist, was man als Entwickler machen kann. Man baut nämlich dann einfach selber eine Version, also wir nennen das am Ende dann, wenn man alles richtig und gut gemacht hat, ein Shipping-Bild, also ein gepacktes Paket an Spiel, das keine Daten mehr beinhaltet, die nicht dazugehören sollen, damit es möglichst nicht zu groß ist und auch möglichst so funktioniert, wie es soll. Und dieses gepackte Paket, das kann man dann spielen, testen oder irgendwo hochladen. Zum Beispiel auf eine Plattform. Und diese Plattform, die ersten beiden, die wir uns jetzt rausgepickt haben, waren Steam und der Epic Store. Warum? Weil wir auf der Unreal Engine entwickeln, weil der Epic Store irgendwie einfach im Grunde genommen einfach mal mitzunehmen. Das ist eine feine Sache und war auch nicht zu kompliziert. Und Steam ist einfach die digital PC-mäßig größte Plattform, auf der man Spiele kaufen und verkaufen kann, die es momentan gibt. Es ist immer noch sozusagen der Platzhirsch und darum als Entwickler und vor allen Dingen auch als Indie-Entwickler eigentlich das Ding der Wahl. Hinzukommen sollen aber noch weitere, zum Beispiel GOG. Das haben wir jetzt ein bisschen vor uns hergeschoben, weil so viel zu tun war, dass wir Good Old Games, ne? Genau, Good Old Games. Das machen wir noch ein andermal, dass wir uns damit beschäftigen, wie man jetzt das Spiel auf diese Plattform auch noch kriegt. Ja. Und damit hätte man schon mal so einen großen Rundumschlag gemacht auf PC-Plattformen. Es gibt auch noch andere. Viele kleinere Indies benutzen zum Beispiel auch gerne itch.io, aber da sind da sind zum Beispiel auch sehr viele sehr kleine Indies vertreten oder Demo-Versionen oder kostenlose Spiele, könnt ihr ja mal gucken, das ist manchmal ganz lustig, was man da so findet. Und diverse andere, also es gibt noch mehr, aber die 3 großen, die würden wir schon ganz gerne einfach so nativ mitnehmen, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Das ist das, was wir selber aus eigener Kraft so ohne weiteres leisten können. Dann kriegt man noch so ein paar Sachen dabei. Zum Beispiel das Steam Deck. Denn wenn man eine Version auf Steam hochlädt, dann kann man die für Steam Deck prüfen lassen. Das haben wir noch nicht getan, werden das dann aber machen, weil macht ja Sinn, wenn man sowieso das schon da hat, das dann einfach mitprüfen zu lassen.
Und der Schritt bis dahin ist jetzt nicht so groß. Also werden wir es für Steam Deck natürlich auch prüfen lassen und hoffentlich die Kriterien erfüllen. Wie das dann genau aussieht, erzählen wir euch, wenn es soweit ist. So, und dann gibt es das Thema weitere Konsolen. Was gibt's denn da so? Da gibt's die Xbox, da gibt's die PlayStation. Aber die PlayStation 5 natürlich die populärste ist in Deutschland, glaube ich jedenfalls. Ja gut, ich glaube die Switch auch, ne? Auch ziemlich weit vorne, das weiß ich gar nicht. Und da gibt's ja jetzt auch bald eine neue, also die gibt's ja jetzt schon. Also ist auf jeden Fall die super verbreiteten Dinger, ne? Und da möchte man natürlich drauf stattfinden, wenn das geht. Ja, ne? Schon cool. So, ne, also das heißt, wir als Entwickler fänden das toll, aber das ist viel Arbeit, ne? Und du musst dann auch, genauso wie auf den anderen Plattformen, die gerade erwähnt worden sind, dann auch entsprechende Compliance-Dinge erfüllen. Das heißt, dein Spiel muss gewisse Kriterien erfüllen und muss durch diverse Prüfungen und das beim ersten Mal, beim zweiten Mal und dann auch bei jedem Patch, ne? Und das ist natürlich ein Riesenaufwand, den man gerne macht, wenn es sich lohnt. Klar, keine Frage. Aber man muss erstmal diese Version haben. Von der PC-Version zur Xbox-Version ist der kürzere Weg. Das ist nicht so aufwendig wie auf der PlayStation zu portieren, weil die eine ganz andere Architektur hat. Wir benutzen die Unreal Engine. Das heißt, das ist schon ein gewisser Standard, ne? Wir halten uns an gewisse Regeln, die Engine vorgibt und versuchen nicht, das Ding komplett anders zu programmieren oder so, ja. Das heißt also, das sollte eigentlich nicht so schwierig sein, das Ding dann auch zu portieren, ne? Auf die Xbox. Bei der PlayStation ist das ein bisschen schwieriger. Da weiß ich nicht so richtig, wie wir das bewerkstelligen sollen, weil ich davon überhaupt gar keine Ahnung habe. Normalerweise kann man sowas wie Dev-Kits bekommen. Ja. Die sind entweder außerordentlich teuer oder halt auch nicht ganz so einfach dran zu kommen als Indie-Entwickler. Und dann kann man quasi schauen, dass man auf dem Dev-Kit sein Spiel portiert kriegt und kann das dann auch schon auf der Konsole testen. Ja. Und das ist halt sehr, sehr aufwendig. Diese Compliance, also das heißt diese Voraussetzungen, die man da von Seiten Sony oder Microsoft erfüllen soll oder auch von Nintendo, die sind quasi recht starr und vorgegeben. Und das ist nicht ohne. Und das ist eigentlich die größere Hürde. Das heißt, das Ding einfach so in so einer Version zum Laufen zu bringen, ist die eine Sache. Aber diese ganzen Kriterien tatsächlich vernünftig zu erfüllen, muss man halt auch so ein bisschen verhandeln. Zum Beispiel sowas wie, ich sag jetzt mal, du bist mitten im Dialog und wenn jetzt jemand die Konsole ausschaltet, dann muss trotzdem alles noch funktionieren. Und sowas muss man auch erstmal gewährleisten für sein Spiel. Ja, das ist, und wenn es dann doch nicht klappt, was dann? Ja, dann kommst du nicht auf die Konsole, muss man halt ein bisschen verhandeln. Also es kommt auch drauf an. Deswegen wäre es für uns ganz schick, wenn wir das nicht alleine machen müssten und vielleicht einen Partner dafür hätten, der uns dabei hilft. Ja, damals hatten wir einen Programmiererstab, 9 Leute waren wir, ne, bei Piranha Bytes und da konnten wir das selber stemmen. Jetzt sind wir ein paar weniger und deswegen müssen wir schauen, dass wir dann einen starken Partner bekommen, der uns dabei unterstützt. Wie das dann aussieht, wissen wir noch nicht. Genau, ne? Deswegen können wir euch zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nichts darüber sagen, welche Versionen oder Portierungen oder so es tatsächlich geschafft haben. Das dauert einfach ein bisschen. Wir machen erstmal das Spiel und haben gesagt, wir gucken, dass wir diese Implementationsphase, in der wir jetzt, also Produktionsphase, in der wir das Spiel selber zu Ende bauen, so weit hinter uns bringen, dass man damit quasi durch die Gegend laufen kann. Und dann können wir immer noch gucken, wer da vielleicht in Frage kommt und wie das in Frage käme, das Ding zu portieren. Und wenn das spruchreif ist, dann würden wir euch natürlich auch was darüber sagen und euch das wissen lassen. Aber das ist einfach noch ein bisschen zu früh, das können wir noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Wünschen tun wir uns das und wir werden es auch forcieren. Aber was am Ende dabei rauskommt, das erzählen wir euch dann, wenn es soweit ist, im Laufe des Jahres. Ja, da kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Hast du eine Community-Frage, sag mal? Ja. Oder Trophybox würde ich erstmal machen, ne? Oder? Oh ja, genau. Wir haben eine schöne Trophybox. Ja. Hallo Raphael.
Raphael ist ein Komponist aus der Schweiz. Ja, und er hat auch schon sehr viele Preise gewonnen. Und ich durfte an einem seiner Projekte mit teilnehmen. Das ist ein Kurzfilm, ja, der heißt Come and Find Me. Und der hat in Los Angeles mehrere Preise gewonnen. Und ich durfte da mitmachen. Und mittlerweile auch New York. Ja, New York auch schon? Ja, voll cool. Wow. Also das Ding, das geht jetzt quasi das ganze Jahr über noch auf Festivaltour. Es gibt so Filmfestivals, wo Filme vorgestellt werden und das ist ein recht gruseliger Kurzfilm. Ja. Und der ist ziemlich cool geworden und Björn war Co-Komponist. Mhm. Und auf diesen Festivals hat er schon einiges an Preisen abgeräumt. Und da sind wir mega happy drüber. Und herzlichen Glückwunsch an alle, die an diesem schönen Kurzfilm mitgemacht haben. Das ist ziemlich cool. Wir hoffen, dass es noch einiges Spannendes über den Titel zu berichten gibt in Zukunft, im Laufe dieses Jahres. Und dass ihr dann irgendwann das Ding natürlich auch selber anschauen könnt. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, Raphael, dass ich daran teilnehmen durfte. Okay, hast du eine Community-Frage? Ja, jetzt habe ich noch eine Community-Frage. Passend zum heutigen Thema hat jemand Folgendes geschrieben. Hallo ihr beiden, ich bin reiner Konsolenspieler. Das heißt, wenn ihr euer Spiel nicht irgendwann auf die Konsole rausbringt, kann ich euch dahingehend leider nicht unterstützen. Ja. Also warten wir es erstmal ab, ne, an der Stelle. Wir wollen alles machen. Gibt es denn sonst irgendwie Möglichkeit, euch zu supporten, auch wenn ich mir das fertige PC-Spiel nicht kaufen werde? Also, dass du das hier guckst und darunter kommentiert hast, ist schon Support. Vielen Dank. Ja, und das könntest du natürlich auch weiterhin tun. Und alle anderen auch. Also, dass ihr zum Beispiel diesen Kanal hier liked oder followt. Also alles, was ihr aktiv macht, was mit unserem Content zu tun hat, ist Unterstützung. Wenn ihr sagt, ja, okay, das ist ja alles ganz nett, aber was ist denn die größte Unterstützung momentan? Dann müssen wir ganz ehrlicherweise sagen, die größte Unterstützung, die wir momentan erhalten können, sind ganz platt Wishlists auf Steam. Auf Steam. Ja. Warum? Weil die später mit darüber entscheiden, wie sichtbar das Spiel auf der Plattform wird. Ja. Und darum, wenn du ein paar Kumpels hast, die vielleicht keine Konsolenspieler sind, aber einen PC und mit einem Steam-Account haben und du denen sagst, Wishlist, das Spiel mal, das kostet nichts, dann ist das ein Riesensupport für uns. Gilt natürlich auch für alle anderen und in diesem Sinne vielen Dank für alle, die das schon gemacht haben. Vielen Dank, ja. Das ist super. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder hier. Genau. Wenn es heißt Pitted Studio TV. So ist es. Macht's gut. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir haben uns ganz schön oft versprochen, ne? Das Ding ist zerballert wie ein Schweizer Käse. Ich bin auch so Watte im Kopf. Ich bin auch irgendwie total frisch im Hals.